Und man muss zur Kenntnis nehmen, es ging dabei niemals darum, irgendwelche Wellen zu brechen. Es ging offenbar immer nur darum, Menschen zu brechen und sie in den politischen Willen einzubinden, ihn vielmehr aufzuzwängen. Hey Leute, stellt euch vor, da steht Christine Andersen von der AfD und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie sagt ganz klar, statt uns wirklich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern, schiebt Ursula von der Leyen der Pharmaindustrie Milliarden in den Rachen. 4,6 Milliarden Impfdosen. Das reicht fast für den halben Planeten. Und was haben wir davon? Impfungen, die weder sicher noch wirksam waren, im besten Fall nutzlos, im schlimmsten Fall schädlich und in einigen Fällen sogar tödlich. Wissenschaft wurde zum Werkzeug politischer Kontrolle gemacht. Nicht um Fakten zu schaffen, sondern um uns zu brechen. Leute, so offen hat's selten jemand gesagt und genau darum müsst ihr dranbleiben, um zu erfahren, was hier wirklich abgeht. Auf geht's! Wir müssen wieder zurückkommen, dass wir tatsächlich uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen und nicht die Wissenschaft dazu missbrauchen, einen politischen Willen durchzusetzen. Denn in der öffentlichen Gesundheit kann es immer nur um die öffentliche Gesundheit gehen und nicht darum, der Pharmaindustrie Milliarden und Abermilliarden an Gewinnen in den Rachen zu schieben. Thank you. ESN, Christine Anderson, please. Ja, vielen Dank. Das Problem, was ich für uns sehe, ist, wenn wir als Ausschuss die öffentliche Gesundheit fördern wollen, dann haben wir zunächst erstmal verloren gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Denn in der öffentlichen Gesundheit kann es immer nur um die öffentliche Gesundheit gehen und nicht darum, der Pharmaindustrie Milliarden und Abermilliarden an Gewinnen in den Rachen zu schieben. Und genau das haben wir in den letzten 4 Jahren bedauerlicherweise zur Kenntnis nehmen müssen. Die wissenschaftliche Diskussion wurde einfach abgewürgt. Honorige Wissenschaftler, teils mit Auszeichnungen, wurden einfach mundtot gemacht. Und man muss heute konstatieren, dass die Desinformation und die Missinformation wurde nicht etwa im Netz verbreitet, sondern kam hauptsächlich von der EU-Kommission und eben auch von den nationalen Regierungen. Und man muss zur Kenntnis nehmen, es ging dabei niemals darum, irgendwelche Wellen zu brechen. Es ging offenbar immer nur darum, Menschen zu brechen und sie in den politischen Willen einzubinden, ihn vielmehr aufzuzwängen. Wir schaffen es nicht, banale Medikamente zu beschaffen, wie Hustensäfte oder Fiebersäfte für Kinder. Gleichzeitig konnte Ursula von der Leyen 4,6 Milliarden Impfdosen, das ist der halbe Planet, meine Damen und Herren, 4,6 Milliarden Impfdosen bestellen. Und auch hier hat man gesehen, alles das, was uns versprochen wurde, sie waren weder sicher noch effektiv. Sie waren im besten Falle nutzlos, im schlimmsten Falle schädlich, in nicht wenigen Fällen gar tödlich. Aber es erfolgt auch hier keine Aufklärung. Wir hätten die Gelegenheit im Covid-Ausschuss gehabt. Das hat man bedauerlicherweise nicht genutzt, diese Gelegenheit. Ganz im Gegenteil, ungeachtet all der Lügen, die in diesem Ausschuss aufgedeckt wurden, hat der Abschlussbericht dann jede einzelne Lüge wiederholt. Und das Vertrauen unserer Völker ist einfach komplett verloren gegangen. Wir müssen wieder zurückkommen, dass wir tatsächlich uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen und nicht die Wissenschaft dazu missbrauchen, einen politischen Willen durchzusetzen. Und zu diesem Zweck rege ich an, dass wir tatsächlich uns kritisch mit den inzwischen offengelegten Protokollen des Robert-Koch-Instituts aus Deutschland auseinandersetzen. Denn da gibt es sehr, sehr viele Anhaltspunkte, dass es eben genau nur darum ging, einen
politischen Willen, wer auch immer ihn formuliert haben mag. Ich will darüber jetzt gar nicht spekulieren, aber die Pharmaunternehmen hatten da sicherlich einen großen Anteil dran, da sie ja die Hauptprofiteure davon waren. Es ging immer nur darum, die wissenschaftliche Basis des Robert-Koch-Instituts zu instrumentalisieren, um eben diesen politischen Willen durchzusetzen. Ganz zu schweigen von den antidemokratischen oder dem antidemokratischen Umgang, den grundrechtseinschränkenden, stigmatisierenden, gar ausgrenzenden Maßnahmen, die man getroffen hat, die unterm Strich alle nichts bewirkt haben. Im Gegenteil, es ging tatsächlich hier um Ausgrenzung. Man hat den Bürgern mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht. Alles nur, um ihnen eine mRNA-Injektion in den Arm rammen zu können, die, wie gesagt, weder eine Transmission verhütet hat, noch, dass man möglicherweise daran erkrankte. Im Gegenteil, es gibt inzwischen einige sehr interessante Studien, aus denen hervorgeht, je öfter man sich hat boostern lassen, desto anfälliger ist man eben für Covid. Außerdem sollten wir unbedingt auch in Betracht ziehen, zumindest mal eruieren, der Geburtenrückgang in den Mitgliedstaaten. Ich verstehe, das ist eine Korrelation zwischen dem Impfstatus in diesen Ländern und dem Rückgang der Geburtenrate. Aber es ist unsere Aufgabe, hier der Sache auf den Grund zu gehen und zu erfahren, ob es nicht vielleicht sogar ursächlich, ob die mRNA-Injektion nicht ursächlich für diesen Geburtenrückgang war. Insofern sind das Dinge, die wir hier unbedingt angehen sollten. Ansonsten werden wir nicht glaubwürdig vermitteln können, dass wir uns der öffentlichen Gesundheit im Sinne einer Gesundheit tatsächlich verschrieben haben. Vielen Dank. Also Leute, eins ist nach Christine Andersens Rede doch glasklar. Ursula von der Leyen geht's nicht um unsere Gesundheit. Es geht nur um Macht, Geld und Kontrolle. Milliarden hat sie der Pharmaindustrie in die Hände gespielt, während Medikamente wie Hustensaft für Kinder plötzlich Mangelware sind. Wissenschaft? Für sie nur ein Werkzeug, um den eigenen politischen Willen durchzudrücken und dabei fette Profite zu sichern. Anstatt Menschen zu schützen, ging es nur darum, uns in eine Richtung zu drängen, die keinen von uns gut getan hat. Und genau solche Themen kommen hier auf den Tisch, ungeschönt und ehrlich. Wenn ihr genauso denkt und mehr davon hören wollt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam die Wahrheit ans Licht bringen. Bis zum nächsten Mal. Because